Ich glaube, der Markt unterschätzt gerade etwas gewaltig. Während viele über den Krieg reden, passiert im Hintergrund etwas viel Größeres. Während Öl massiv nach oben steigt und auch Gold sich wieder erholt und die oberen Horizonte ankurbelt, sehen wir über 460 Millionen Inflow bei Bitcoin ETF. Das ergibt eigentlich gar keinen Sinn, mein Lieben. Denn normalerweise bedeutet Krieg absolutes Risk-Off-Szenario. Und somit würden ja eigentlich alle ihr Kapital abziehen. Nun gut, aber stattdessen passiert genau das Gegenteil. Und das ist der Grund, warum aktuell Bitcoin auch tatsächlich vor einem größeren Short Squeeze stehen könnte. Und das, meine Lieben, in den nächsten Stunden. Aber bevor wir darauf weiter eingehen, wenn du verstehen willst, was wirklich auf dem Markt passiert, dann teile dieses Video kurz mit einem Freund, der auch im Markt ist. Denn die nächsten Minuten werden entscheiden, ob Bitcoin noch Richtung 78.000 Dollar geht oder der gesamte Markt kippt. Seit einigen Tagen beobachten wir also den Konflikt zwischen Iran und den USA. Naja, auch Israel. Raketenangriffe, versenkte Kriegsschiffe und jetzt kommt der große entscheidende Punkt. Denn genau in der Straße von Hormuz wurden jetzt auch mehrere Tanker angegriffen. Darunter gab es unter anderem auch schon einen Toten, ein Crewmitglied, aber Projektileinschüsse und so weiter und so fort. Doch warum ist es wichtig? Naja, es geht hier um 20% des weltweiten Ölhandels, genau durch diese Meeresenge getrieben wird. Und ja, wir haben Alternativen gehört. Wir haben Brasilien gehört. Wir haben gehört, dass die Saudis das alles übers Rote Meer abwickeln wollen. Doch die Zeit, die drängt. Die Zeit, die steht an. Denn die Chinesen haben zwar vor diesem Konflikt spannenderweise zwischen Venezuela und dem Iran über 100 Millionen Barrel Öl gelagert, das ihnen aber maximal, naja, man redet von einem Monat Zeit gibt, also 30 Tage, danach wird es eng. Aktuell wird Russland angepumpt, also das heißt, man kauft gerade richtig viel Öl in Russland ein, das belebt die Wirtschaft der Russen wieder, aber im Endeffekt haben wir hier immer noch 200 Schiffe, die feststehen, 200 Stück. Die Meeresenge da erlaubt eigentlich nur ein Kreuzen eines Schiffes, daher ist es relativ schwierig, selbst wenn das Ganze vorbeigeht, diesen Stau wieder aufzulösen, das braucht eine gewisse Zeit. Und genau das wird in der Regel unterschätzt, denn man denkt ab sich dabei, ja okay, gut, wenn die Chinesen halt keinen Strom haben, was stört mich das in Europa? Naja, im Endeffekt die globale Weltwirtschaft, denn die hängt aktuell massiv an chinesischen Waren. Die Handelsware, der Tausch zwischen A und B ist enorm wichtig. Ja, und hier sehen wir gerade, wir sind noch nicht laut ökonomischen Warnsignalen noch nicht in der kompletten Eskalationsstufe angelangt. Denn aktuell pendeln wir zwischen 82 und 84 Dollar hin und her, teilweise sogar schon auf 85 hoch. Aber solange der Preis in diesen Regionen bleibt, ist es noch okay. Der Grund dafür ist, dass die Nachfrage massiv nach unten gegangen ist über den Ölbedarf in den letzten 18 Monaten. Also man spürt da schon ein Wegkommen von diesen Abhängigkeiten, die man eben hat. Und ja, der Iran ist halt der relativ nächste Punkt für den Ölkauf für die Chinesen. Aber die Russen, die sind auch nicht weit weg, daher wird es da jetzt immer größer und wichtiger werden. So, und somit bedeutet es für uns aktuell im Hinterkopf, Achtung, Inflation, es wird Transportkosten werden teurer, Lebensmittel werden teurer, Produktionskosten werden teurer und so weiter und so fort. Aber genau dann taucht eigentlich wieder ein Wort auf, was die Märkte gerne wieder vergessen haben, und dieses Wort ist Inflation. Genau hier beginnt eben der Konflikt im Markt, meine Lieben. Das ist der große Punkt, wo viele aktuell nicht verstehen. Dass Gold hier natürlich sofort reagiert hat, ist uns klar. Eins muss uns aber auch bewusst sein, dass eine Deeskalationsphase
das Ganze natürlich nochmal in eine ganz andere Reihe bringen kann. Aktuell baut sich hier nämlich eine Bärfleck auf in der Chartanalyse, die natürlich dann, ja, ich sag mal, Gold zurück aufs 0,5er Richtung mindestens 4.820 Dollar bringen kann, je nachdem, wie weit sich diese noch auftut. Wahrscheinlich in den nächsten 1, 2 Candles, dann könnte es runtergehen, das heißt noch 2 Tage. Mal gucken, was da in diesen 2 Tagen passiert. Wir wissen, im Hintergrund läuft ja auch schon bereits Verhandlungen über den Geheimdienst der Iraner und natürlich auch der USA. Da wird tatsächlich gerade verhandelt. Das hat die New York Times unter anderem berichtet, aber auch Bloomberg und Reuters. Wenn wir uns also jetzt auf die Spot-ETFs achten und wir gehen alleine darauf ein, was die Institutionellen hier abliefern, dann müssen wir sagen, Moment mal, ist hier tatsächlich Frieden in Sicht? Weil das wäre das Einzige, was gerade aktuell erklärbar wäre, dass gerade sehr viele spekulieren und den Tausch von Risk-Off in die Risk-On-Ebene etablieren, obwohl gerade aktuell mit der ganzen Inflationsstimmung eher eine absolute Risk-Off-Stimmung wäre. Und das ist die große Frage, das ist die große Frage aller Fragen, die man sich hier selbstverständlich stellen sollte. Denn das zeigt auf der einen Seite, was wir bei der institutionellen Ebene sehen, dass BlackRock über 300 Millionen Inflow macht und das nicht nur einfach gestern, sondern auch vorgestern und naja, auch einen Tag davor waren es knapp 300. Also über 1 Milliarde ist hier bereits schon wieder reingeflossen. Und das Gleiche sehen wir aber auch auf der Seite der aktuellen Akkumulationsphase. Das ist die blaue Linie, meine Lieben. Wir haben es wieder geschafft. Wir haben wieder unter 3 Millionen Bestand. Das bedeutet, die Institutionellen nutzen diese Unsicherheiten aktuell also nicht aus, um Bitcoin zu verkaufen. Nein, sie nutzen es aus, um Bitcoin zu akkumulieren. Und das ist der interessante Teil dieser Story. Aus Weitsichtperspektive ist es natürlich interessant für Bitcoin, dass wir hier jetzt wieder mal so eine endlich große, gute grüne Candle sehen und das in einer Weekly Candle. Aber eins dürfen wir nicht vergessen, auch wenn es schön aussieht, meine Lieben, wir haben 3 Levels vor uns. Die Fibonacci-Levels geben uns gewisse Informationen mit, welche Levels für was überhaupt zuständig ist. Wir haben die 0,236er bis zum Nuller, also dieser Kasten hier unten, das ist reine Akkumulation nach Wyckoff. Also gerne auch mal ein Buch zur Seite nehmen, ja, bevor man einschläft, 3, 4 Seiten drin lesen, es lohnt sich. Wyckoff war ein Pionier in der Chartanalyse. Ja, und genau diesen Bereich hier zeigt uns, hier wird akkumuliert. Das war auch der Punkt, wo wir im Academy Club, by the way, unsere Long-Strategie ausgeweitet haben. Aber solange wir nicht über das 0,236er kommen, bedeutet das, wir bleiben immer noch in der Akkumulationszone. Und auch wie schön dieser grüne Candle gerade ist, wir sind nicht über das 0,236er hinaus. Wir haben es auch noch nicht geschafft, überhaupt ins 0,382 hochzukommen. Das dann wieder darauf folgt, ein Pattern zu analysieren, das sagt, haben wir einen Breakout gesehen oder nicht. Denn sonst müsste man gegebenenfalls justieren oder neu anlegen. Und dann haben wir noch das bekannte 0,5er, unser Pullback-Niveau. Das wäre bei 92.000 Dollar. Und selbst dann, wenn der Preis da hochgeht, wären wir tatsächlich noch im Bärenmarkt, weil wir das letzte tiefere High nicht gebrochen haben, diese Welle. Einfach das noch als kleiner Hinweis, aber dafür umso schöner sind die Aussagen, die wir kriegen in den weiteren Regionen. Wir haben einen Block zwischen 168.000 und 171.000 Dollar, was der nächste Mindestpreis beim nächsten Bullenrun sein sollte. Darüber hinaus geht es natürlich in die unendliche Weite der Ferne. Ihr kennt es ja von Star Trek. Also das ist noch weit in der Ferne. Wenn wir uns das 4-Stunden-Chart anschauen, sehen wir, dass wir die obere J-Wave-Box durchbrochen haben, sind aktuell wieder reingetreten. Das heißt für uns, wir haben das untere Target und aber auch das obere Target abgeholt. Somit ist es für uns mal abgeschlossen. Das ist die obere Region. Wir haben jetzt den
Ausbruch nach unten können wir aktuell mal in Ferne schließen, aber wir müssen es neu bewerten, denn wir gerade aktuell auch hier in der RSI ganz klar im überverkauften Bereich sind im 4-Stunden-Chart. Das bedeutet, wir haben Luft für eine kleine Korrektur nach unten. Wir sehen auch eine Abschwächung der MACD. Gewinnmitnahme werden also aktuell realisiert oder besser gesagt, sie wurden bereits schon realisiert. Naja, das heißt für uns eine Abschwächung, das müssen wir beobachten. Das heißt, wir haben hier wieder eine neue Welle, die J-Wave angesetzt werden kann. Also einmal zum letzten Bereich, wo wir angetouched sind, dann nach oben. Hier, by the way, das kann ich wieder wegnehmen, das war genau das 0,5er Pullback, was dann nach oben gedonnert ist. Das ist sehr, sehr interessant zu beobachten. Also aktuell müssen wir damit rechnen, dass wir wieder Richtung 71 bis 70,5 zurückfallen können. Wir haben sogar noch ein tieferes Target, das uns Richtung 67.000, 66.000 Dollar zurückbringen kann. Aktuell haben wir, und das ist spannend, das könnt ihr hier gerade selber mitverfolgen, auch wieder das 0,5er Pullback-Niveau erwischt, also das bärische Pullback, ne, weil wir ja bärisch korrigieren. Das bedeutet, wenn jetzt hier tatsächlich Kraft nochmal kommt durch die DAX-Öffnung oder dann auch mit dem Nasdaq, wir vielleicht noch von den Job-Daten, die wir heute aus den USA, die Wirtschaftsdaten erwarten, auch nochmal eher Rückenwind für Bitcoin erhalten, dann kann es sein, dass wir hier nochmal hochkommen, weil wir einen Pullback gesehen haben. Das heißt, wir würden ein höheres High bilden, als wir hier gesehen haben. Ansonsten würde man hier mal kurzfristig korrigieren, mindestens mal, sagen wir, plus minus Richtung 70.000 Dollar. Dafür brauchen wir immer auch wieder die Spot-Käufe und Verkäufe. Aktuell sind Sales geplant bei 75.000 Dollar, nicht viel, 188 Bitcoins, das ist also vertretbar. Beginnend der Support ist wieder bei 65 mit einer relativ guten Orders und das baut sich dann weiter auf. Also wir haben es mal angeschaut, von 65 bis 50 reden wir ungefähr von 8.500 Bitcoins mal 100, also sagen wir 85.000 Bitcoins, die in den Kauforder stehen, was natürlich nochmal fürs Narrativ spannend wird, denn hier sehen wir ja bereits schon, wie viel das akkumuliert wurde. Nochmal 85.000 weniger, ja, dann wären wir schon bei knapp 2,9 Millionen Bitcoin, die nur noch zur Verfügung stehen. Überlegt mal, wie viele Freunde habt ihr, wenn jeder einer kauft, es wird immer weniger. Versteht ihr, wie ich meine? Aber wichtig ist natürlich auch für uns zu beobachten, was kam in den letzten 24 Stunden dazu. Und man muss ehrlicherweise sagen, da liegt Liquidität. Money, money, funny, meine Lieben. Und zwar alleine das Niveau, was wir gesagt haben, 67.000 Dollar, liegt 3,39 Milliarden einfach da zum liquidiert werden. Und der Markt bewegt sich in der Regel dahin, wo die Liquidität steckt. Also müssen wir diese Niveaus auf jeden Fall im Blick haben. Wenn man es noch mal ein bisschen unterteilen will, kann man sagen, ja, Moment mal, bei 70.000 Dollar müsste theoretisch die Luft schon massenhaft abgepumpt sein, denn da sind sehr, sehr viele 50er und 100er Hebel. Das heißt, wenn man hier jetzt nochmal auf die 70 geht, sind es 2 Milliarden, würde nicht ganz nach unten gehen, baut sich aber hier oben natürlich eine neue Short-Situation auf und das würde dann bedeuten, ja, aktuell hätte man hier noch, ja, bei, sagen wir bis 75.000 Dollar, liegt immer noch 1,45 Milliarden. Also ich sehe, beide Richtungen sind spannend. Welchen Weg würdest du jetzt eher wählen? Zuerst oberhalb abholen oder unterhalb? Schreib schon mal unten rein. Sehr, sehr spannend wird es natürlich dann, weil wir hier sehen, dass wir, sagen wir, bis 73.000, 74.000 Dollar haben wir relativ viele Shorts, okay? Also wir haben viele Shorts in einem kleinen, begrenzten Bereich und dennoch auch noch relativ stark überhebelt. Das Momentum aktuell auf der Seite von Bitcoin. Und genau deshalb könnte es sein, dass höhere Preise aktuell die Shorts liquidieren oder noch mehr Shorts liquidieren, als das, was wir gestern schon mal gesehen haben. Hierzu ist es wichtig, dass man den gesamten Marktüberblick nicht verliert. Auf der einen Seite die Staatsanleihen, die gehen weiter nach oben. Der Dollar immer noch auf einem hohen Niveau, fast Richtung 99, 100 Punkte hoch, was bedeuten würde, wenn die Staatsanleihen weiter oben ist, dass man natürlich sehr, sehr gerne weiterhin in den Yen hineingeht, die Carry Trades macht
und nochmal Liquidität zur Verfügung stellt. Im oberen Bereich hier sehen wir also die USDT-Dominanz, die prinzipiell nach unten durchbrechen sollte oder zumindest noch Signale dafür anbietet, dass sie eben auch noch nach unten korrigieren kann. Wir sind hier erst im Mittelfeld. Wir haben also noch Möglichkeiten, viel, viel tiefer zu fallen, was wiederum verstärkt, was wir auch bei den Altcoins sehen. Denn hier stehen wir im Gegensatz zu einem Descending, bei einem Ascending Triangle. Das heißt, wir bauen hier höhere Tiefs auf und gleichzeitig bauen wir oder kämpfen wir gegen einen Widerstand auf einem gewissen Niveau. Bricht also die USDT nach unten aus, wird also auch Ethereum Richtung $2.400 oben durchbrechen. Das Target hier von der J-Wave hat man bereits schon erreicht. Auch hier gibt es noch Möglichkeiten zurückzufallen. Das ist ein Grund, warum wir das auf jeden Fall auch nochmal analysieren sollten und den grünen Block hier oben nochmals platzieren. Das bedeutet also, wir gehen hier wieder rein und versuchen den bärischen Weg aufzuzeigen, wohin wir gehen könnten. Hier wäre aktuell das bärische Pullback bei $2.040, runter bis auf, ja, sagen wir 1.009. In die untere Box dann die rote, das wäre dann aktuell so unser Bad-Case-Szenario Richtung 1.700 bis $1.600. Worauf es jetzt also im Endeffekt drauf aufkommt, ist es eigentlich nur, eskaliert der Konflikt weiter, Öl geht über $90, hält das auch ein bisschen länger aus, dann ist es ein sehr, sehr wichtiger Kernpunkt. Denn dann ist ganz klar Risk-Off-Stimmung. Oder besser gesagt, alle Risk-On-Esser kriegen Probleme. Ganz wie es wollt. Ansonsten haben wir eine Range hoch zwischen 75.000 bis 78.000 Dollar. Das ist das, was wir hier oben gerade gesehen haben. Auch hier vielleicht noch ganz kurz zu erwähnen. Wir haben hier natürlich auch eine Möglichkeit, einen bullischen Bereich aufzubauen. Deshalb 76.000, nicht 75, 76.000 wäre das bullische 0,5er und die Range wäre hier bei 78.000 Dollar. Das könnte der Treiber sein, das könnte der nächste Markt-Move oder Move im Markt sein und gleichzeitig eben der Short Squeeze, der nochmal dazu kommt. Und das ist meiner Meinung nach sehr wichtig, weil wir müssen die unteren Levels verstehen, warum wir nach unten gehen, warum wir nach oben gehen und das meiner Meinung nach eins der wichtigsten Dinge. Doch jetzt schreib doch du ganz klar unten in die Kommentare, denn deine Meinung ist genauso wichtig wie meine. Siehst du eher, dass Bitcoin in Richtung 78.000 Dollar geht, wenn wir eine Deeskalationsstufe sehen, oder doch eher es eskaliert und wir fallen zurück auf 65? Schreib es unten rein. Ich bedanke mich, sage Tschüss oder Schweiz, bleibe gesund und bis zum nächsten Video.